Und jetzt das Heute-Journal mit Hannah Zimmermann und Christian Sievers. Guten Abend. Wirklich alle, die mal als Touristen in Iran waren, schwärmen von der grenzenlosen Gastfreundschaft der Menschen dort. Sie schwärmen von einem wunderschönen Land, von Erlebnissen, die sie nicht mehr vergessen werden. Das ist Iran. Iran ist auch ein Polizeistaat. Seit exakt 45 Jahren regiert von einem Mullah-Regime. Das feiert jetzt den Jahrestag der Islamischen Revolution. Wer dort protestiert, muss sehr mutig sein. Und dennoch waren die Regierenden durch die Massenproteste seit 2022 plötzlich massiv in Bedrängnis. Jetzt schlägt der Staat zurück, überzieht das Land mit einer Welle von Hinrichtungen. Und so beklagen Oppositionelle, die Welt schaut weg. Kamran Safjarian. Der 5-jährige Sabah mit seinem Vater Pejman. Bilder aus glücklichen Zeiten. Vor wenigen Tagen dann wird Pejman Fotehi, ein kurdischer Aktivist, gemeinsam mit anderen Kurden in Iran hingerichtet. Der Vorwurf: Spionage für Israel. Als wir Sabah jetzt in Deutschland treffen, weiß er noch nicht, dass sein Vater tot ist. Mein Vater ist im Gefängnis. Ich wünsche mir, dass der hier kommt. Bis zuletzt kämpft Sabahs Mutter um das Leben ihres Mannes. Sie selbst konnte mit ihrem Sohn rechtzeitig nach Deutschland fliehen. Der letzte Wunsch meines Mannes war, das Bild seines Sohnes Sabah zu sehen. Da sagten seine Henker: Du hattest 2 Wünsche frei. Du durftest deine Eltern für 10 Minuten sehen. Das Bild deines Sohnes zeigen wir dir erst, wenn du am Galgen stehst. Hinrichtungen haben System im Gottesstaat Iran. Seit der Islamischen Revolution 1979 regieren die Mullahs mit eiserner Faust. Im Sommer 1988 erlässt Revolutionsführer Khomeini ein Dekret, mit dem tausende politische Häftlinge zum Tode verurteilt werden. Es kommt zu Massenhinrichtungen. Mehdi Aslani saß damals als Regimekritiker im Gefängnis. Es gab in den 80er Jahren Todeskomitees, die über Leben und Tod entschieden. Der heutige Präsident Raisi war eines der Mitglieder dieser Todeskomitees. Ich kann das vor jedem Gericht bezeugen. Viele meiner Freunde wurden damals durch diese Urteile hingerichtet. Verhaftungen, Folter, Hinrichtungen, traurige Praxis im Gottesstaat bis heute. Auch Bayans Ehemann wird unter Folter zu einem Geständnis gezwungen und verurteilt, ohne Rechtsbeistand. Kritiker fordern jetzt einen Kurswechsel in der Iran-Politik. Die Bundesregierung könnte viel tun. Es muss nicht sein, dass Deutschland immer noch das Land in Europa ist mit dem größten Handel mit Iran. Die Bundesregierung, die Bundesaußenministerin könnte sich dafür einsetzen, dass die islamischen Revolutionsgarden auf die EU-Terrorliste kommen. Sie tut es nicht. Und wir müssten ja nicht schweigen zu den Hinrichtungen. Wir wollen die Bundesaußenministerin dazu befragen. Schriftlich heißt es aus dem Auswärtigen Amt: Wir haben Iran wiederholt dazu aufgerufen, diese unmenschliche, grausame und erniedrigende Art der Bestrafung umgehend auszusetzen und tun dies weiterhin. Bis heute weigert sich das Regime in Teheran, die Leichname der hingerichteten Kurden an ihre Liebsten herauszugeben. Ja, nochmal nachgefragt bei unserem Korrespondenten in Teheran, guten Abend, Jörg. Was da seit September 22 im Iran passiert ist, das waren ja wohl die für das Regime bislang gefährlichsten Proteste. Jetzt am 45. Jahrestag der Revolution, wie viel Hoffnung ist denn noch, dass sich tatsächlich im Land etwas ändert? Also ich glaube nicht, dass es besonders viel Hoffnung hier im Land gibt, dass sich da etwas ändert. Das Regime hat es offensichtlich geschafft, auch seine Macht zu konsolidieren. Die Militärs und die Sicherheitskräfte, die stehen loyal zum Regime. Und es sieht im Moment überhaupt nicht danach aus, dass es hier wieder zu einer größeren Protestbewegung kommen könnte. Wir haben auch mit politischen Analysten hier gesprochen, die gesagt haben, nachdem das nun gelungen ist, also diese Protestbewegung niederzuhalten, hätte man erwarten können, dass das
das Regime vielleicht etwas konzilianter reagiert, aber davon ist wirklich überhaupt nichts zu sehen. Zum einen werden die Kopftuchvorschriften wieder stärker und konsequenter umgesetzt. Frauen bekommen sehr viel öfter jetzt auch Textnachrichten, wenn sie im Auto den Hijab nicht richtig getragen haben. Sie werden aufgefordert, Strafen zu zahlen. Ihre Autos werden stillgelegt. Da ist man also wieder hinterher. Und auch was die Wahlen angeht, denn wir haben am 1. März hier Parlamentswahlen in Iran. Da hatte man erwartet, dass gemäßigte Kandidaten antreten dürfen, aber auch das wurde von dem Auswahlgremium nicht erlaubt. Und so haben viele Leute hier, sehen überhaupt keinen Sinn darin, am 1. März zur Wahl zu gehen und werden wahrscheinlich mit den Füßen abstimmen. Jetzt regiert ja die iranische Führung nicht nur im Land selbst mit harter Hand, sie zündelt in der gesamten Region. Wie viel Innenpolitik steckt denn in dieser aggressiven Außenpolitik? Also man kann schon vermuten, dass das natürlich auch ablenken soll von innenpolitischen Problemen. Wie gesagt, die Unzufriedenheit der Bevölkerung ist nach wie vor groß, auch wegen der wirtschaftlichen Situation. Und insofern versucht man da auch abzulenken von dieser Unzufriedenheit der Bevölkerung. Und insofern versucht man auch, und das machen auch die staatlichen Medien in Iran, das Thema Gaza, Israels Krieg gegen die Palästinenser aufrechtzuerhalten. Das ist das bestimmende Thema hier. Und der iranische Außenminister hat sich heute in der libanesischen Hauptstadt Beirut mit den Vertretern dieser schiitischen Widerstandsgruppen getroffen, warnt auch immer wieder vor einem Flächenbrand in der Region und hält die Angst in der Bevölkerung auch aufrecht. Es gibt natürlich noch andere innenpolitische Methoden, Angst zu verbreiten, sei es durch Hinrichtung oder eben auch durch härtere Strafmaßnahmen. Insofern gelingt es dem Regime auch durch die Außenpolitik, durch die aggressive Außenpolitik im Moment, den Widerstand und die Unzufriedenheit der Bevölkerung im Land klein zu halten. Jörg, vielen Dank. Eine Gegend, wo der Einfluss des Iran besonders spürbar ist und die ganze Welt gerade den Atem anhält, ist das Grenzgebiet Libanon-Israel. Der iranische Außenminister, wir haben es gerade kurz gehört, ist heute in Libanons Hauptstadt, trifft dort den Führer der militanten Hisbollah-Miliz. Die operiert vom Iran mit Geld, Waffen und Ausbildung unterstützt, speziell im Süden des Libanon, und liefert sich Scharmützel mit Israels Armee. Die große Sorge: ein weiterer furchtbarer Krieg in Nahost. Schon jetzt ist ganz im Norden Israels kaum noch etwas, wie es mal war, zeigt Alisa Jung. Das Leben im Kibbuz. Es ist ein langsames, friedliches, scheint es. Gemüsebauer Maor Tscherner lebt hier nun ohne seine Familie. In den letzten 4 Monaten hat sich auch im Kibbuz Iftach im Norden Israels alles verändert. Normalerweise arbeiten wir hier mit Musik in den Ohren. Das geht jetzt nicht. Du musst immer ganz genau auf deine Umgebung hören. Ob Raketen aus Südlibanon abgeschossen werden, da drüben im Nebel sitzt die Terrormiliz Hisbollah. Du hast dann keine Zeit. Wenn du den Knall hörst, musst du dich auf den Boden legen, Hände über dem Kopf. Eine Rakete trifft hier in Sekunden. In den letzten Wochen schießt Hisbollah immer wieder auf Nordisrael. Israel auf Hisbollah-Stellungen im Libanon. Es ist ein alter Konflikt neu entfacht. Seit dem Hamas-Überfall im Süden wurden auch die Orte entlang der Nordgrenze evakuiert. Nur die Armee und Männer, die zusätzlich für die Sicherheit im Kibbuz zuständig sind, wie Maor Tscherner, bleiben. Häuser und Geschäfte, wie die des Kibbuzbäckers Edward Gil, wurden geräumt. Nach dem 7. Oktober fühlen wir uns auch im Norden nicht mehr sicher. Wir leben nur 900 Meter von der libanesischen Grenze entfernt. Das könnte hier ganz einfach auch passieren. Mit seinen Kindern Sophia und Matteo und Ehefrau Yarden lebt er nun zusammen in einem Hotelzimmer, 50 Kilometer südlich am See Genezareth. Israel droht damit, eine zweite Front zu eröffnen, sollte sich die Hisbollah nicht von der Grenze entfernen. Die Angst vor einem neuen Krieg ist groß. Nach dem Libanon-Krieg 2006 gab es die UN-Resolution und die UN-Friedensmission vor Ort. Sie sollten uns beschützen und sicherstellen, dass Hisbollah nicht näher an die Grenze kommt und Tunnel baut. Aber sie haben es gemacht. Wie soll ich da wieder vertrauen? Maor Tscherner will den Kibbuz beschützen, glaubt an eine Rückkehr. Aber wie?
Ich ziehe den diplomatischen Weg vor, aber ich weiß nicht, ob die andere Seite daran Interesse hat. Leider kann ich mit niemandem auf der anderen Seite sprechen, was die normale Bevölkerung denkt. Der idyllische Kibbuz, ein gefährlicher Ort. Sie müssen größte Sorge vor einem weiteren Krieg haben. Ja, das ist der Norden Israels. Im Süden geht der Gaza-Krieg weiter, unerbittlich. Und es stellt sich immer drängender und bitterer die Frage, wo sollen weit über 1 Million Menschen in Gaza noch hin, die bereits alles verloren haben, Hanna? Ja, Außenministerin Baerbock hat vor den Folgen einer Offensive des israelischen Militärs in Rafah im Süden des Gazastreifens gewarnt. Dies wäre eine humanitäre Katastrophe mit Ansage. Die Menschen könnten sich nicht in Luft auflösen, schrieb Baerbock auf X. In den Süden haben sich Hunderttausende Zivilisten geflüchtet. Die israelische Armee griff unterdessen erneut Ziele in der Region Rafah aus der Luft an. Dabei sollen mindestens 25 Menschen getötet worden sein. Israels Militär berichtete von 2 getöteten Hamas-Funktionären. Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ostukrainische Stadt Charkiw sind laut ukrainischen Angaben mindestens 7 Menschen getötet worden, darunter 2 Kinder und ein Baby. Die Drohnen trafen in der Nacht ein Tanklager, wodurch ein Großbrand ausgelöst wurde. Auch mindestens 14 Privathäuser gerieten in Flammen. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Vormittag. Die Fraktionsspitzen der Union haben Bundeskanzler Scholz einen 12-Punkte-Plan vorgelegt, der die deutsche Wirtschaft stärken soll. In dem Sofortprogramm fordern sie unter anderem, die Sozialabgaben auf 40% des Bruttolohns zu begrenzen, die Stromsteuer zu senken und flexiblere Arbeitszeiten zu ermöglichen. In der nächsten Sitzungswoche des Bundestags wollen CDU und CSU ihren Plan zur Beratung einbringen. Ungarns Staatspräsidentin Katalin Novák hat ihren Rücktritt erklärt. Sie war massiv unter Druck geraten, weil sie im vergangenen Jahr einen Mann begnadigt hatte, der wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch von Kindern verurteilt worden war. Das Bekanntwerden der Begnadigung löste in Ungarn Proteste aus, wie heute Abend in Budapest. Auch Ministerpräsident Orbán hatte sich zuletzt von Novák distanziert. Und jetzt willkommen im Jahr des Drachen. Heute feiern rund 1,4 Milliarden Menschen in China den Jahreswechsel. Der Drache steht für Kraft und Glück. Und beides können die Chinesinnen und Chinesen schon jetzt gut gebrauchen. Angesichts einer Reisewelle, die alles, was wir hier in den Sommerferien erleben, in den Schatten stellt. Die größte regelmäßige Völkerwanderung der Welt. 170 Millionen gebuchte Zugreisen oder alternativ 10 Stunden Feststecken im Stau. Kraft und Glück sind aber auch dauerhaft nötig, denn Chinas Wirtschaft steckt gleich in einer Reihe von Krisen. Elisabeth Schmidt. Dieser Fisch ist Liao Hejians Neujahrsspezialität. Viel Sichuan-Pfeffer, Frühlingszwiebeln und scharfe Chili-Paste kommen dazu. Je schärfer, desto besser. Diese Tradition wird bei uns seit Generationen weitergegeben. Im Fenster hängen noch einige Enten- und Schweinefüße. Schließlich ist die ganze Familie nach Hause nach Zugong in die Provinz Sichuan gekommen, um das neue Jahr des Drachen zu feiern und Neujahrswünsche auszutauschen. Ich hoffe, dass es uns einfach allen besser geht. Was sie damit meint, erfahren wir am Abend auf Chinas größtem Laternenfest, das die Familie besucht. Mehr als 1000 Lichtinstallationen sind hier zu bestaunen. Die Folgen der Corona-Pandemie belasten die Wirtschaft noch immer. 2023 ging es ihr nicht so gut. Es wurde weniger konsumiert und wir haben auch weniger verdient. Unserer Industrie geht es noch schlechter als zu Covid-Zeiten. Aber es wird besser werden. Das hofft jetzt vor allem die Tourismusbranche. Denn zum Neujahrsfest reisen traditionell hunderte Millionen Menschen durchs Land. Doch bei vielen ist die Feierlaune getrübt. Die Wirtschaft läuft nicht mehr rund. Viele, vor allem junge Menschen, sind arbeitslos. Hinzu kommen die Immobilienkrise und Eklats in der Staatsführung.
2 Minister sind zurückgetreten bzw. sind eine Zeit lang verschwunden gewesen. Man hat sich gefragt, was ist auch innerhalb der politischen Führung gerade los? Wie handlungsfähig ist diese chinesische Regierung? Das hat sicherlich auch einen Staats- und Parteichef wie Xi Jinping erschüttert. In seiner Neujahrsansprache versucht Xi zu beschwichtigen. China werde alle Schwierigkeiten überwinden, sagt er, und teilt gegen Taiwan aus, gegen die dort seiner Meinung nach separatistischen Kräfte. Mit einer Invasion droht er diesmal aber nicht. Es scheint doch so zu sein, dass bis Herbst, bis zu den Wahlen in den USA, Peking womöglich eher abwartet, wenn natürlich auch von Seiten Taiwans jetzt nicht weiter Schritte in Richtung einer Unabhängigkeit unternommen werden. Drachenjahre stehen traditionell für Erfolg und Wohlstand. Und so hoffen viele in China auf ein glückliches neues Jahr. Die Lottozahlen an diesem Samstag, die lauten 1, 19, 33, 37, 39, 47, Superzahl 6. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. Fehlt noch der Blick auf die teils verregneten Wetteraussichten. Morgen meist stark bewölkt und zeitweise Regen. Am Nachmittag im Westen länger trocken und etwas Sonne. Höchstwerte 5 bis 12 Grad. Auch in den nächsten Tagen wechselhaft mit Regenschauern, dazwischen aber auch immer wieder freundliche Abschnitte. Montag 5 bis 10 Grad, zur Wochenmitte milder. So, für die Menschen aus und in China, Südkorea, Vietnam, Taiwan ein frohes neues Jahr. Für den Rest einen angenehmen Abend. Und die nächsten Nachrichten gibt es hier gegen 0:25 Uhr. Tschüss. Tschüss.